Ultimatives Bewusstsein. Transzendiert jede Form. Es ist formlos. Doch wie erkennst du dich selbst? Wie erkennt es sich in gewisser Weise selbst? Nun, es erkennt sich, indem es verschiedene Perspektiven auf sich selbst einnimmt. Und das ist, was ein Avatar ist. Es ist eine Projektion seiner selbst. Es sagt, lass mich aus diesem Blickwinkel betrachten und lass mich so sehr in diesen Blickwinkel vertiefen, dass ich nicht einmal weiß, dass es ein Blickwinkel ist. Ich denke, es ist die Wahrheit. Also nehme ich wirklich diese Perspektive an und dann lass mich aufwachen. Dann wache ich auf und erkenne, nein, ich habe 70 Jahre meines Lebens damit verbracht zu denken, ich sei nur dieser Körper. Und dann bin ich aufgewacht. Also erkannte ich bin nicht so kompliziert wie die Welt. Ich möchte Don Hoffman in der Show willkommen heißen. Wie geht's, Don? Sehr gut. Und dir, Alex? Danke für die Einladung. Vielen Dank, dass du in die Show gekommen bist, mein Freund. Ich freue mich darauf, mit dir über die Simulationstheorie zu sprechen, die eines meiner Lieblingsthemen auf der Welt ist. Über Spiritualität, Bewusstsein, Quantenphysik, all das in einer schönen, großen Suppe vermischt. Also fange ich mit einer sehr einfachen Frage an. Was ist Bewusstsein? Eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, ist etwas, das Psychologen ostensive Definition nennen. Okay, also wenn du einem 18 Monate alten Kind einige Wörter beibringst, weil es gerade anfängt, Wörter zu lernen, was machst du dann? Also sitzt Mama oder Papa mit Chris, dem 18 Monate alten Chris. Und da ist eine Katze auf einer Matte. Und es ist Zeit für Chris, das Wort Katze zu lernen. Und wie definierst du das Wort Katze für Chris? Nun, was du machst, ist, du zeigst auf die Katze und sagst Katze. Und du erwartest dann von deinem Baby, Chris, dass es hinschaut und es versteht. Und es ist ein Wunder, dass sie es tun. Sie schauen hin und verstehen es. Es ist ein Wunder, denn wenn sie auf die Katze auf der Matte zeigen, könnten sie auf das Ohr, die Fellfarbe, die Fellstruktur, die linke Pfote und die Matte, die Nase und die linke Pfote verweisen. Worauf beziehen sie sich? Richtig. Und doch verstehen sie es. Sie zählen also darauf, dass es eine gewisse Koordination zwischen den Eltern und dem Kind gibt, sodass sie einfach zeigen und Katze sagen können und sie verstehen es beim ersten Mal. Das nennt man ostensive Definition. Und für jemanden, der noch nie Zimt probiert hat, wie soll ich Zimt für ihn definieren? Ich werde ihm ein Stück Zimt geben, sagen, probiere es und dann zeigen und sagen, das ist Zimt und hoffen, dass er es richtig versteht. So definieren wir alles. Wir definieren im Grunde fast alles durch Zeigen. In der Mathematik, natürlich, sobald man eine bestimmte Anzahl von Zeigern hat, kann man dann anfangen, Formeln und so weiter zu erstellen. Aber im Allgemeinen, all die wichtigen Dinge im Leben, die wir kennen, haben wir durch Zeigen und dann Lernen bekommen. Durch ostensive Definition werde ich mit Bewusstsein dasselbe tun wie die Eltern mit der Katze. Richtig? Ich muss auf etwas zeigen und sagen, verstehst du es? Und wenn du es verstehst, verstehst du es. Und wenn nicht, dann nicht. So definiert man diese Arten von Konzepten. Also, was ich sagen kann, ist reines Bewusstsein. Wenn du allein sitzt und es dunkel ist und absolut still und du alle Gedanken loslässt und du einfach nur bewusst bist, du sitzt einfach da und bist bewusst, aber nicht bewusst von irgendetwas. Einfach nur bewusst des Bewusstseins. Das ist mein Hinweis auf das Bewusstsein. Entweder verstehst du es oder nicht, richtig? Genau wie bei Zimt oder Kaninchen. Das ist der Hinweis. Ja, es ist interessant, aber jeder, der meditiert hat, versteht das. Wer tief meditiert hat oder es einfach auf einem bestimmten Niveau gemacht hat, versteht das. Ich meine, ich verstehe genau, was du sagst, aber für jemanden, der nicht meditiert hat, wie kannst du weiter auf einen anderen Aspekt des Bewusstseins hinweisen, den sie vielleicht erfassen können? Es existiert Bewusstsein und die Inhalte des Bewusstseins. Um Bewusstsein zu begreifen, betrachte die Inhalte. Der Geschmack von Minze oder der Geruch von Knoblauch sind bewusste Erfahrungen, die jeder verstehen kann. Was genau ist Bewusstsein? Dann muss ich Ihnen ein paar Anweisungen geben. Ähnlich wie beim Kaffee. Kaffeebohnen nehmen, mahlen, heißes Wasser gießen,
in Tasse füllen, abkühlen lassen, dann trinken. Das ist, was wir mit dem Geschmack von Kaffee meinen. Es gibt Verfahren, die man durchlaufen muss. Also für diejenigen, die noch nie meditiert haben, die meisten haben irgendwann in ihrem Leben einen Moment der Stille erlebt. Aber das können wir machen. Wenn du das noch nie gemacht hast, geh einfach in einen dunklen Raum, schalte das Licht aus, vermeide Ablenkungen, setz dich hin, lass deine Gedanken fließen. Und wenn du an einen Punkt kommst, an dem es für 1 Sekunde oder 2 keine Gedanken gibt, es muss nicht lange sein. Du sitzt einfach da und nichts geht dir durch den Kopf. Für nur 1 oder 2 Sekunden. Und du bist dir dessen bewusst. Du bist dir der Lücke bewusst. Du bist dir dieser Lücke bewusst, dir der Bewusstseinslücke bewusst. Dann, darauf weise ich mit Bewusstsein hin. Das ist die direkte Erfahrung davon. Als Wissenschaftler möchte ich dann mathematische Modelle erstellen, richtig? Okay, das ist das, was ich modelliere. Es ist genau so, wie wenn ich sage, in der Physik haben wir euklidische Modelle der Raumzeit oder Einsteins Modelle der Raumzeit. Nun, das sind, wissen Sie, es gibt Newtons euklidischen Ansatz. Es gibt Einsteins hyperbolischen Raumzeitansatz. Aber wenn du mich fragst, was ist Raumzeit? Was sind Raum und Zeit? Was ist Raumzeit? Ich würde sagen, okay, hier ist mein Zeigestab. Schau dich um. Du siehst Wände und Möbel und so weiter. Aber was ist zwischen dir und den Wänden und den Möbeln? Diese Lehre ist das, was wir mit Raum oder Raumzeit meinen, bei Einstein. Das wird also mein direkter Hinweis für dich sein, um zu sagen, das ist, was wir meinen. Aber das ist nicht euklidisch. Da gibt es keine Zahlen. Da gibt es kein Hyper. Das ist einfach meine Erfahrung. Absolut. Deine Erfahrung von Raum ist deine Erfahrung von Raum. Als Wissenschaftler fügen wir Zahlen hinzu und sehen, was wir damit machen können. Du könntest sagen, die Erfahrung geht tiefer als die Zahlen. Absolut. Die Erfahrung übersteigt die Zahlen. Und dennoch, wenn wir beginnen, Zahlen und Strukturen unseren Erfahrungen zuzuordnen und mit ihnen Mathematik zu betreiben. Wir stoßen auf jemanden wie Einstein, dessen Mathematik schwarze Löcher vorhersagte. Seine Mathematik hat es vorhergesagt, auch wenn er die Vorhersage nicht mochte. Somit erkennen wir, dass Mathematik in gewisser Weise ein kleiner Schritt in Richtung der Realität ist, auf die ich hingewiesen habe, oder? Raum oder Raumzeit, was auch immer das ist tiefgründig. Unsere Mathematik ist anspruchsvoll, aber sie kratzt nur an der Oberfläche der Tiefgründigkeit der Raumzeit. Und das Gleiche gilt für unsere mathematischen Modelle des Bewusstseins. Bewusstsein ist sehr tief und komplex. Doch als Wissenschaftler müssen wir bescheiden sein und sagen, hier ist meine kleine Mathematik, mein nächster Schritt in der Bewusstseinsforschung. Nun lassen Sie mich Sie das fragen. Quantenverschränkung wirft das Raum-Zeit-Kontinuum irgendwie über Bord. Soweit ich das verstehe. Bitte korrigieren Sie mich, falls ich mit dem Konzept der Quantenverschränkung falsch liege. 2 Atome, 2 Neutronen. Ich habe vergessen, welche Einheiten es waren. Wenn sich eines ändert, wird das andere 1000 Meilen entfernt beeinflusst. Können Sie das mathematisch erklären? Oder gibt es keine Erklärung? Wir betreten die unheimliche Physik, von der Einstein sprach. Also ja, wenn du 2 Photonen hast, können sie verschränkt werden. Oder einfach 2 Teilchen, sie können verschränkt sein. Ihre Zustände können verschränkt sein. Und das bedeutet, wenn du misst, sagen wir, den Spin eines Teilchens und das andere Teilchen ist viele, viele Lichtjahre entfernt, sagen wir, das ist verschränkt. Du weißt sofort, wie der Spin des anderen war, auch wenn es Millionen von Lichtjahren entfernt ist. Wenn es gemessen würde, wäre es genau. Es gibt diese Art von nicht lokal im Sinne von Einsteins Raumzeit, die erfordert, dass kein Signal sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit etwa 300.000 Kilometersekunde durch die Raumzeit ausbreitet. Und so ist dies eine sofortige Verbindung, die Einstein nicht mochte, richtig? Aber es stellt sich heraus, dass die Verschränkung wahr ist. Sie ist wirklich wahr. Und wie du sagst, zeigt es, dass es Grenzen in der Struktur der Raumzeit als fundamentale Struktur gibt. Es deutet darauf hin, dass wir, wenn wir tiefer in die Physik eindringen, nach Dingen jenseits der Raumzeit suchen werden.
Und es gibt noch ein Hinweis in diese Richtung besagt, dass Einsteins eigene Gleichungen zusammen mit denen der Quantentheorie, also seine Gravitationstheorie und die Quantentheorie zusammen, implizieren, dass Raumzeit hört auf, eine operative Bedeutung zu haben. Bei etwa 10 hoch minus 33, doch Raumzeit weiter zu verwenden, führt zu Unsinn. Kein Experiment. Du stößt an eine Wand. Du stößt gegen eine Wand. Also Raumzeit, und es sind nicht 10 hoch minus 33 Billionen Zentimeter, es sind einfach 10 hoch minus 33 Zentimeter. Also stoßen wir gegen diese Wand, wo die Raumzeit aufhört, irgendeine operationale Bedeutung zu haben. Bei nur 10 hoch minus 33 Zentimeter. Viele Physiker sagen jetzt, dass die Raumzeit dem Untergang geweiht ist. Wie David Gross, der den Nobelpreis für seine Arbeit an der Quantenchromodynamik gewonnen hat, Ima Kanye-Med, der am Institute for Advanced Study ist, und viele andere, haben gesagt, ich denke, für sie ist es einfach offensichtlich. Das sind, wie gesagt, alles Hochenergietheoretiker. Physik ist ein sehr, sehr breites Feld. Die Physiker, die behaupten, dass die Raumzeit dem Untergang geweiht ist, sind Experten in diesem speziellen Bereich der Physik, die Gurus der Raumzeit, der hochenergietheoretischen Physik. Sie sind sozusagen die Gurus der Raumzeit und sie sagen, dass es vorbei ist. Wir suchen nach einer tieferen Struktur. Und übrigens, sie finden auch welche. Wir können darüber sprechen, wenn du möchtest. Sie finden die Struktur. Das war meine nächste Frage, weil Raumzeit fundamental ist oder war für unsere Erfahrung dieses Universums. Ich meine, zwischen hier und dem Mond gibt es Raum und es braucht Zeit, um durch diesen Raum zu reisen. Das ist einfach grundlegend in dieser materialistischen Welt, in der wir uns gerade befinden. Aber jetzt mit der Quantenphysik scheint es, dass die Physikgemeinschaft im Allgemeinen anfängt zu. Es gibt so viele Beweise. Früher waren es nur ein paar hier und da, aber jetzt häufen sich die Beweise so sehr, dass sie es nicht mehr ignorieren können. Und sie sagen einfach, nein, das ist vorbei. Wir müssen anfangen, nach anderen Bereichen zu suchen. Soweit ich verstehe, öffnen sie sich dafür. Nicht zum Wort Spiritualität, aber sie öffnen sich für Dinge, die vor 50 Jahren, vor 20 Jahren noch nie angesprochen worden wären. Und sie öffnen sich für Ideen wie Bewusstsein. Ein Gespräch mit Wissenschaftlern über Bewusstsein zu führen, ist ziemlich neu. Würdest du zustimmen? Ja, genau. Als ich Doktorand war, durfte man nicht darüber sprechen. Ich war interessiert, aber wusste, dass es tabu war. Bitte stelle diese Frage nicht während des Unterrichts. Das stimmt. Das würde zeigen, dass man kein ernsthafter Wissenschaftler oder Denker ist. Aber ja, viele Hochenergietheoretiker sagen jetzt, dass wir über die Raumzeit hinausblicken müssen. Jetzt, die meisten von ihnen suchen nach mathematische Strukturen jenseits der Raumzeit. Und sie könnten auch spirituelle Ideen haben. Aber es gibt rigorose Arbeiten von Physikern, die sagen, Raumzeit ist nicht fundamental. Wir brauchen tiefere Strukturen jenseits der Raumzeit, die dann auf die Raumzeit projizieren und uns die Physik zurückgeben, die wir innerhalb der Raumzeit kennen, als einen Sonderfall einer tieferen Physik. Und sie haben Erfolg dabei, diese neuen Strukturen zu finden. Es ist wirklich beeindruckend, was sie tun. Sie haben das Amplituhedron entdeckt, das ihnen ermöglicht, Streuamplituden zu berechnen, wie wenn Teilchen im Large Hadron Collider aufeinanderprallen und auseinanderfliegen. Sie suchen nach den Wahrscheinlichkeitsamplituden für all diese Ereignisse. Und wenn man es innerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums macht, ist die Mathematik ein Chaos. Hunderte von Seiten, wie wenn 2 Gluonen aufeinander prallen. 4 Gluonen sprühen heraus oder 6 Gluonen sprühen heraus. Hunderte von Seiten Algebra für ein Ereignis. Hunderte von Seiten Algebra, um die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis zu berechnen. Mach es außerhalb der Raumzeit. 3 oder 4 Terme kannst du von Hand berechnen. Entdecke neue Symmetrien. Wenn du Raumzeit loslässt, ist sie sehr nützlich, richtig? Wir nutzen sie täglich. Sehr hilfreich, aber hat Grenzen. 10 hoch 33, es ist vorbei. Wenn du von neuen Strukturen sprichst, nicht eingerollt im Raum-Zeit-Kontinuum. Nicht wie in der Stringtheorie, wo Dinge in zusätzlichen Dimensionen des Raum-Zeit-Kontinuums eingerollt sind, völlig außerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums. Wir müssen außerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums denken. Du fragst dich vielleicht, wie kann man das überhaupt tun? So geht es. Raum-Zeit-Kontinuum ist meiner Meinung nach nur ein VR-Headset. Wir verwenden es als VR-Headset.
In der Wissenschaft hofften wir auf eine Theorie von allem und das Endgültige zu erforschen. Wir kommen der Theorie von allem näher. Doch was wir realisiert haben, ist, dass wir die ganze Zeit nur nach der ultimativen Realität suchten, während wir nur unser Headset studierten. Wir wurden richtig gut darin, unser Headset zu verstehen. So gut, dass wir dann herausfanden, heiliger Rauch, Raumzeit, ist nur ein Headset. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht das Endgültige. Jetzt, da wir all diese Werkzeuge haben, die Strenge der Wissenschaft, keinen Dogmatismus, gebt mir mathematische Theorien, macht harte Vorhersagen, wir testen sie. Kein Unsinn. Das ist brandneu. Seit Galileo haben wir diese Werkzeuge, die uns gezeigt haben, dass wir uns in Bezug auf Raumzeit geirrt haben. Wir dachten, es sei die endgültige Realität, aber unsere Wissenschaft sagt, es ist nur ein Headset. Aber jetzt haben wir die Werkzeuge und so können wir diese nutzen, um aus dem Headset herauszutreten. Wir können das Headset nicht wörtlich abnehmen, da wir irgendwie daran gebunden sind. Aber mit mathematischen Werkzeugen und Experimenten können wir als Wissenschaftler aus dem Headset heraustreten und beginnen, neue Strukturen wie dekorative Permutationen und das Amplituhedron zu entdecken. Erst in den letzten 10 Jahren wurden diese neuen Strukturen wirklich außerhalb der Raumzeit gefunden, was uns zeigt, dass wir weitergehen müssen. Ein wichtiger Hinweis darauf waren die BCFW-Rekursionsrelationen, die Ed Witten und seine Mitarbeiter im Jahr 2005 entdeckten. Doch der entscheidende Schritt erfolgte 2014 mit der Veröffentlichung des Amplituhedrons durch Nima Qani-Hamed und sein Team. Das ist also weniger als 10 Jahre her. Das ist alles brandneues Zeug. Die meisten Physiker außer den Hochenergietheoretikern wissen nichts darüber, da es sich um einen speziellen Physikzweig handelt. Daher kennen die meisten Quantentheoretiker es nicht. Genau. Das war meine nächste Frage, nämlich, soweit ich verstehe, gibt es Physiker und dann gibt es Quantenphysiker und oft treffen sich die beiden nicht, weil die einen wirklich im Materialismus verhaftet sind, was ältere Dogmen sind. So ist es seit den letzten 400 oder 500 Jahren. Und als die Quantenphysik auftauchte, sagten sie, nein, wir können nicht in diese Welt eintauchen, weil das all die Dinge widerlegen würde, von denen wir einfach wissen, dass sie real sind. Und jetzt scheint es, dass es sogar etwas Höheres als die Quantenphysik gibt, worüber du sprichst. All diese anderen Dinge, die sie in diesem anderen Zweig der Physik entdecken, der wirklich innerhalb der Quantenphysik arbeitet oder zumindest darauf abzielt, aber es bewegt sich zumindest. Die Quantenphysik hat sich in den letzten 80 oder 90 Jahren kaum weiterentwickelt. Ist das fair? Nun, natürlich. Die Grundlagen wurden schon vor langer Zeit gelegt. Und dann kamen wir mit Feynman und seinen Zeitgenossen zur Quantenfeldtheorie. Aber jetzt sagen viele theoretische Hochenergiephysiker wie Nima Qani-Hamed, dass nicht nur die Raumzeit zum Scheitern verurteilt ist, sondern auch die Quantentheorie. Sie ist auch nicht fundamental. Sie ist nicht tief. Was er sucht und was viele von Ihnen jetzt suchen, ist ein tieferes Rahmenwerk, in dem Raumzeit und Quantentheorie zusammen entstehen, vereint. Hier ist die Idee. Ist das, wenn man die Quantenmechanik betrachtet, nun, das ist eine. Nicht jetzt, was ich gleich sagen werde, ist meine Idee, ich lege das niemandem auf. Nun, ich würde sagen, dass Robert Speckins, der Physiker ist, etwas Ähnliches sagt. Aber nochmal, ich werde diese Leute nicht an den Pranger stellen. Also, wenn irgendetwas, was ich sage, dumm ist, liegt es an mir, nicht an diesen Leuten. Okay, sicher. Was ich sage. Aber ich denke, dass viele andere Physiker zustimmen würden, wie Chris Fuchs, der kubistische Interpretationen macht, dass all die Merkwürdigkeiten der Quantenmechanik, also das No-Cloning-Theorem, Verschränkung, Superposition und viele dieser Eigenschaften sind einfach auf unvollständige Informationen zurückzuführen. Und das passt zu dieser Headset-Idee. Wenn Raumzeit nur ein Headset ist, dann gibt dir ein Headset nur unvollständige Informationen über das, womit du interagierst. Richtig. Wie wenn du virtuelle Realitätsspiele spielst. Ich spiele Grand Theft Auto in virtueller Realität. Was ist die Realität, mit der ich interagiere? Nun, es ist ein Supercomputer. Wie viele Informationen gibt mein Headset über diesen Supercomputer? Nicht viel. Es hat eine Menge verloren. Da draußen gibt es dieses ganze komplizierte Universum, mit dem ich wirklich interagiere, und ich habe keine Ahnung davon. Wenn ich ein typischer VR-Nutzer bin, habe ich keine Ahnung von den Gigabytes an Software.
und Dioden und Widerständen und den Spannungen und Magnetfeldern, die alle. Ich habe keine Ahnung davon. Ich drehe nur das Lenkrad und trete aufs Gaspedal und das ist alles, was ich sehe. Quantenmechanik. Alle Merkwürdigkeiten zeigen, dass sie an Raumzeit gebunden ist. Raumzeit ist ein Headset, das Informationen verliert. So einfach ist das. Es gibt also nichts wirklich Tiefgründiges an der Seltsamkeit der Quantenmechanik, außer zu sagen, nun ja, du dachtest, du hättest die Wahrheit gesehen, und das hast du nicht. Du siehst ein Headset, das dir eine Fassade zeigt. Wie eine Fassade, über dieser komplizierten Realität dahinter. Doch die Wissenschaft kann damit umgehen. Das ist im Grunde das, was gerade passiert. Wenn du dein Headset abnimmst, gibt es in der Realität, in der wir leben, so viel mehr Information in diesem Raum, als in dieses kleine Headset, das ich aufhabe, hineingepresst werden können. Und wenn ich aus meiner Tür gehe, dann die Natur und du schaust nach oben und es gibt so viel Rechenleistung, die benötigt würde, um all das darzustellen. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ich würde gerne deine Theorie zur Simulationstheorie hören, dass wir alle in dieser sogenannten Matrix-Simulation leben. Was ist deine Theorie dahinter? Nick Bostrom und andere sind ziemlich bekannt für diese Art von Theorie. Ich sollte ein wenig erklären, welche Version ich meine. Typischerweise denken wir, dass die Welt um uns herum die Wahrheit ist. Aber das ist nicht wirklich der Fall. Es gibt einen Computerprogrammierer, einen pickeligen Jungen mit seinem Laptop in einer anderen Realität, der alles programmiert hat. Wir sind nur eine Simulation in seinem kleinen Laptop. Allerdings gibt es einen weiteren pickeligen Programmierer in einer noch tieferen Realität, der ihn programmiert. Auf diese Weise können wir das immer weiter zurückverfolgen. Und wenn man ganz zurückgeht, gibt es einen Laptop und einen Programmierer in der fundamentalen Realität, der Ursprung von allem. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir an der Basis sind, angesichts der Möglichkeit von Tausenden, ist 0. Daher sind wir wahrscheinlich in einer anderen Simulation. Die Basisrealität wird als physische Raumzeitrealität angenommen, was ein physikalistisches Rahmenwerk impliziert. Sie nehmen an, dass ein richtig programmierter Computer kann bewusste Erfahrungen erzeugen oder die Illusion bewusster Erfahrungen. Bis heute glauben viele meiner Kollegen, die das Bewusstsein erforschen, daran. Aber wenn man sie fragt, und es gibt viele Theorien wie die integrierte Information, die globale Arbeitsraumtheorie, orchestrierter Kollaps von Quantenzuständen neuronaler Mikrotubuli. Es gibt Aufmerksamkeitsschematheorien, höhere Ordnungstheorien, Theorien erster Ordnung. Es gibt unzählige Theorien. Alle sagen auf die eine oder andere Weise, wenn du mir bestimmte funktionale Eigenschaften gibst, richtig eine Art funktionale Eigenschaften bestimmter physischer Systeme, dann kann ich dir bewusste Erfahrungen wie den Geschmack von Schokolade, den Geruch von Knoblauch und so weiter geben. Großartig. Das ist also, was Sie behaupten, dass Sie das können, dass unsere wissenschaftlichen Theorien mit einer funktionalen Beschreibung eines Systems beginnen. Und Sie denken immer an irgendeine Art von physikalischem System, vielleicht Neuronen oder einige Schaltkreise in einem künstlichen Intelligenzsystem oder so. Und dann werden wir dir bewusste Erfahrungen daraus geben oder die Illusion bewusster Erfahrungen daraus. Das sind meine Freunde und Kollegen und sie sind brillant. Und sie sind brillant. Aber wenn ich sie frage, und das sind meine Wissen, wie Stuart Hamroff mit orchestriertem Kollaps von Quantenzuständen der Neurotubuli oder Giula Tenoni für IIT, großartig. Also seit mehreren Jahrzehnten dabei. Also, welche bewusste Erfahrung konntet ihr zeigen? Ich meine die funktionale Struktur für, wie den Geschmack von Schokolade oder Minze. Könnt ihr welche nennen? Es gibt Millionen von Farben. Millionen. Ich nehme an, dass du mir inzwischen Hunderttausende bewusster Erfahrungen gegeben hast. Du hast das funktionale Ding aufgeschrieben, dass der Geschmack von Minze sein muss. Das funktionale Ding, dass dieser Rotton sein muss. Du musst Hunderttausende davon haben. Also gib mir einfach 10, 0, niemand hat was. Es ist so schlimm, dass Steven Pinker in seinem Buch Aufklärung jetzt von 2018 sagte, was wir vielleicht tun müssen, ist einfach festzulegen, dass es dieses funktionale Muster gibt. Er sprach, glaube ich, über die Global Workspace Theorie. Wir müssen festlegen, dass dieses bewusste Erlebnis diesem Zustand des globalen Arbeitsbereichs entspricht. Nun, meine Einstellung ist, Sie legen die bewussten Erlebnisse fest, Sie legen das Physische fest,
Sie legen das Funktionale fest. Es ist alles Festlegung. Hier findet keine Erklärung statt. Ich sage das alles, um zu sagen, dass. Nun, um zurückzukommen. Diese Simulationstheorie besagt, dass Computer uns bewusste Erfahrungen oder die Illusion davon vermitteln können. Es gibt jedoch keinen Beweis aus erfolgreichen wissenschaftlichen Theorien, dass dies möglich ist. Es gibt keine Anzeichen, die einen Glauben daran rechtfertigen würden. Gibt es eine Welt in der Zukunft, vielleicht in deinem Leben, vielleicht in meinem, vielleicht im Leben meiner Kinder, mit Physikern und Theoretiker, die mit Spiritualisten zusammenarbeiten, weil es das Einzige ist, was noch übrig bleibt, um voranzukommen. Wenn man immer wieder auf Wände stößt mit diesen Theorien und der Mathematik, die letztendlich auch an Grenzen stößt, weil sie noch nicht vollständig entschlüsselt ist. Wenn man sich jedoch mit Spiritualität beschäftigt, wie es die Alten taten, scheint es, dass sie die Realität transzendieren. Und es gibt Beweise für verschiedene Arten von Realitätstranszendenz. Also es gibt Psychedelika, die in verschiedene Bereiche, verschiedene Realitäten führen. Es gibt viele unerklärliche Dinge in der Physik, aber dennoch geschieht etwas. Daher denke ich, dass es wichtig ist, einen Physiker oder Theoretiker zu finden, der die Brücke zwischen beiden schlagen kann und letztendlich Dinge öffnet, die allein nicht möglich wären. Das ist meiner Meinung nach die Richtung, in die wir alle gehen. Einverstanden? Ja, ich denke, spirituelle Traditionen sagen seit Tausenden von Jahren, dass Raum und Zeit nicht fundamental sind. Die vedischen Texte natürlich. Und die Wissenschaftler kommen spät zu dieser Erkenntnis. Wir sind spät dran. Aber die theoretischen Hochenergiephysiker sagen, ja, Raumzeit ist nicht fundamental. Raumzeit ist dem Untergang geweiht. Also denke ich, dass die Menschheit, wir hatten die spirituellen Traditionen und die wissenschaftlichen, und seit Galileo und seiner Inhaftierung durch die Kirche gab es eine gewisse Antipathie und Misstrauen zwischen den beiden. Ich denke, beide haben ein Stück des Bildes und beide haben ein Problem. Das Stück des Bildes, das die Wissenschaftler haben, ist die wissenschaftliche Methode, um mathematische Modelle zu erstellen, mit harten Standards. Gib mir ein Experiment, gib mir die Mathematik, wir testen es und so weiter, das ist wichtig. Sie haben angenommen, dass Raumzeit fundamental ist und waren Physikalisten. Das war eine nützliche Hypothese für Jahrhunderte. Aber jetzt ist es vorbei. Die meisten Wissenschaftler wissen nicht, dass es vorbei ist. Hochenergietheoretiker verbreiten die Nachricht, dass es vorbei ist. Und wir müssen weitergehen. Jetzt. Die spirituellen Traditionen sind da. Sie sagen, hey, wir sind seit Tausenden von Jahren jenseits von Raum und Zeit. Willkommen zur Party, ihr Nachzügler. Aber was die spirituellen Traditionen uns jetzt sagen, ist sehr wichtig. Keines unserer Schriften ist die Wahrheit. Sie sind Wegweiser zur Wahrheit. Und sie sind sehr vorsichtig zu sagen, dass das Tao Te Ching lehrt, das unaussprechliche Tao sei nicht das wahre Tao. Wenn du das begreifst, kannst du den Rest des Buches lesen. Andernfalls wirst du glauben, die Wahrheit zu sehen, doch erhältst nur einen Wegweiser. Genau wie ich begann mit einem Gefühl der Definition, teilweise aus diesem Grund wies ich auf das Bewusstsein hin, auf eine bestimmte Weise. Wenn du nicht weißt, was Bewusstsein ist, kann ich dir nicht helfen. Wenn du noch nie Minze probiert hast, kann ich dir nicht helfen. Ich kann dir Minze geben, damit du sie kosten kannst und dann sagen, das ist Minze. Und ich zeige darauf. So zeigen spirituelle Traditionen auf das spirituelle Reich hin. Ohne eigene Erfahrung wird dich kein Wort dorthin bringen. Aber was den spirituellen Traditionen fehlt, ist die mathematische Präzision in ihren Hinweisen. Sie erkennen, dass ihre Worte Hinweise sind. Aber die mathematischen Hinweise zeigen ihre Grenzen auf. Einsteins Mathematik für Raumzeit zeigt, dass dieser Hinweis, der Raumzeithinweis, bei 10 hoch minus 33 auseinanderfällt. Ein Gegenmittel gegen Dogmatismus verdeutlicht die Notwendigkeit eines neuen und tieferen Hinweises. Das fehlte den spirituellen Traditionen. Das Ergebnis? Dogmatismus, Kämpfe bis zum Tod. Menschen einer Religion töten Menschen einer anderen Religion. Dein Hinweis
Ich stimme nicht zu. Mein Hinweis ist die endgültige Wahrheit. Moment mal. Dein Anführer sagte von Anfang an, es ist nur ein Hinweis. Der gesprochene Tao ist nicht der wahre Tao. Es ist nicht wert, Menschen deswegen zu töten. Hinweise. Genau da haben spirituelle Traditionen versagt. Ihre Hinweise sind nicht rigoros und führen zu Dogmatismus. Dies geschieht nicht bei den Adepten oder den Führern, sondern bei den Anhängern, die nicht begreifen, dass Hinweise nur Hinweise sind. Schau, wir müssen nicht auf die aktuellen Kriege eingehen, aber es gibt spezifische Dogmen, Traditionen, die Kriege verursachen, die gerade stattfinden. Yogananda, der große Yogi, sagte über Jesus etwas, was ich oft wiederhole. Eines meiner Lieblingszitate: Jesus starb an einem Tag am Kreuz, aber seine Lehren wurden in den letzten 2000 Jahren gekreuzigt. So wahr, wenn man zum Ursprung spiritueller Führer zurückgeht, sagen sie diese Dinge, sie sind Wegweiser. Doch dann sind es die Apostel, die Anhänger, die dieses dogmatische System konstruieren, da sie es nicht auf ihrem Niveau erfassen können. Sie waren auf einem so viel höheren Niveau der Evolution oder Schwingung oder wie auch immer man es nennen will, dass sie diese Ideen nicht erfassen können. Ich meine, Jesus ist ein perfektes Beispiel, aber ebenso viele andere, von Buddha bis Mohammed und so viele verschiedene. Spirituelle Führer aus der ganzen Welt. Sie alle enden schließlich in Dogma. Und das war etwas, das ich nicht verstanden habe, als ich aufwuchs. Ich dachte mir, ich habe recht, oder? Denn ich bin offensichtlich katholisch. Übrigens, ich bin genesender Katholik. Aber dann schon als Kind dachte ich, die 1,5 Milliarden Buddhisten, die kommen alle in die Hölle, oder die Muslime kommen alle in die Hölle, oder die Zoroastrier kommen alle in die Hölle, oder Gott bewahre, wenn. Was ist mit irgendeinem armen Kerl mitten im Kongo, der noch nie von Jesus gehört hat? Kommt der in die? Wie? Genau wie deine Mathematik, wie Einsteins Raumzeit. Sie beginnt einfach auseinanderzubrechen. Das ergibt keinen Sinn, keinen logischen Sinn. Also diese andere Theorie von allem, die ich nicht selbst entwickelt habe, aber besagt, dass wir alle eins sind, dass wir alle Teil eines menschlichen Bewusstseins oder eines Quantenfeldes sind, wenn du so willst. Es gibt viele Leute, die über das Quantenfeld sprechen und wie bestimmte Dinge möglich sind, wie die Verschränkungstheorie möglicherweise durch das Quantenfeld. Der Raum um Planeten wurde von Neil deGrasse Tyson in einem seiner Interviews als flach dargestellt, wobei die Schwerkraft entsteht, wenn der Planet nach unten zieht. Es ist also irgendwie wie der Ball, der sich bewegt. Also Raum ist kein Raum, es ist ein Feld, das von der Schwerkraft und anderen Dingen manipuliert wird. No, es bringt deinen Kopf, Donald, durcheinander. Ich stimme zu, was du über die Hinweise der religiösen Gruppen gesagt hast. Typischerweise die Begründer des Christentums oder Buddhismus und so weiter waren auf einem anderen Niveau. Sie waren nicht dogmatisch. Sie verstanden, dass der Tao, über den man sprechen kann, nicht der wahre Tao ist, aber der Rest von uns versteht das typischerweise nicht. Wir werden dogmatisch darüber. Und was die Wissenschaft auf den Tisch bringt, ist eine Sprache, die Sprache der Mathematik, wo die Mathematik selbst dir sagt, das geht nur bis 10, bis zu 33 hört es auf. Und dann musst du nach etwas anderem suchen. Also werde nicht dogmatisch über Raumzeit. Es sagt dir, natürlich sind Wissenschaftler Menschen und neigen wie jeder andere zum Dogmatismus. Wissenschaft ist eine soziale Institution und mathematisch präzise Theorien sind das Gegenmittel. Daher kann die Wissenschaft den spirituellen Traditionen etwas Präzises bieten. Die Vorstellung von Quantenfeldern stellt sich heraus. Die Hochenergietheoretiker, die über Raum und Zeit hinausgehen, sagen, die Quantenfeldtheorie war natürlich ein wichtiger Durchbruch. Feynman und seine Zeitgenossen haben uns ein großes Geschenk gemacht und es war mehrere Jahrzehnte lang nützlich für etwa 80 Jahre. Ja, denke ich.
Nun, das war die Quantenfeldtheorie. Feynman wahrscheinlich in den 40er, 50er Jahren, als die Quantenfeldtheorie herauskam, also fast 80 Jahre. Es stellt sich jedoch heraus, dass Quantenfelder unnötige Redundanz einführen. Niemand hat jemals ein Quantenfeld gesehen. Wir sehen Teilchen. Felder sind ein Konstrukt, um uns bei der Berechnung von Dingen wie Streuhöhen zu helfen. Aber Nimakanimet zum Beispiel ist. Im Grunde genommen sind Quantenfelder eine Art Hinweis. Die Felder wahrscheinlich, sie stehen im Weg. Wenn man diese Felder in der Raumzeit verwendet, machen sie die Mathematik unnötig kompliziert. 2 Gluonen rein, 6 Gluonen raus, hunderte Seiten. Algebra, das braucht man alles nicht. Das liegt daran, dass wir Quantenfelder verwenden. Es ist ein schlechter Rechner. Zeit. Es hatte seinen Platz, aber wir sind jetzt darüber hinaus. Wir können diese Berechnung in 3 oder 4 Termen durchführen und Symmetrien erkennen, die für diese Streudaten gelten, die im Raum-Zeit-Kontinuum nicht sichtbar sind. Quantenfelder waren ein notwendiger Schritt in unseren Wachstumsschmerzen, um zu einer besseren Theorie zu gelangen. Aber ich denke, dass das Konzept der Felder vergessen wird. Sicherlich als ontologisch interessantes Ding. Aber die Idee von Dingen jenseits von Raum und Zeit und Verbindungen jenseits von Raum und Zeit, die wird bleiben. Das ist der Sinn, in dem ich denke, dass du es benutzt hast. Felder sprechen über eine Art von Verbindung. Absolut. Aber Quantenfelder sind verdeckt. Die Vorstellung von Verbindungen jenseits der Raumzeit, die weiterhin bestehen können. Und da stimme ich Ihnen zu, als Sie sagten, wir sind alle tief verbunden. Am Ende des Tages ist das die Wahrheit. Das ist die eine Wahrheit, kein Hinweis. Da stimme ich zu. Es ist kein Hinweis, das ist die Wahrheit. Wir sind alle eins. Wenn man den Planeten aus dem Weltraum betrachtet, sieht man, dass wir alle zusammen darin stecken. Wir sind alle eins. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass ich beobachte, was mit KI bei Übersetzungen passiert. Und als ich die Macht dessen zu sehen begann, was kommt, war es bereits da. Wir sind wahrscheinlich nur etwa 6 Monate bis 1 Jahr von dem Punkt entfernt, an dem Übersetzungen so einfach sein werden, dass sie Videos öffnen und die Welt auf eine Weise präsentieren, die wir noch nicht ganz begreifen. Gerade erst kam ich aus Europa zurück, wo ich eine App nutzte, um mich mit meinem Uber-Fahrer zu verständigen und vollständige Unterhaltungen mit Google Translate führte. Doch dann dachte ich, Moment mal, in meinem Leben wird es eine kleine Maschine geben, die ich mir ins Ohr stecke, und sobald ich spreche, wird es in der Sprache meines Gesprächspartners durch den Lautsprecher herauskommen, und das wird sofort geschehen, bis zu dem Punkt, an dem wir alle eins werden. Diese Überwindung der Sprachbarriere betrifft nicht die Kultur. Kultur, natürlich, jeder hat seine Kultur, aber diese Globalisierung, der wir entgegenstreben und von wo wir im letzten Jahrhundert waren bis zu dem viel globalisierteren Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, sind wir wirklich voneinander abhängig. Das Internet hat das für uns alle eröffnet. Ich sehe eine Welt, in der Sprache kein Problem mehr sein wird. Missverständnisse werden nicht so häufig sein wie jetzt. Würdest du zustimmen? Nein, ich stimme absolut zu. Ich denke, dass die Technologie voranschreitet. Wir werden das wahrscheinlich in ein paar Jahren haben. Und es wird helfen, die Lücke zu schließen. Ich denke, das wird dazu beitragen, dass wir uns besser verstehen und nicht gegeneinander diskriminieren. Es ist schwer, wenn man jemanden überhaupt nicht verstehen kann. Es ist viel einfacher, sie abzulehnen und zu sagen, sie sind nicht wie ich und sie nicht als gleichwertig zu behandeln. Aber wenn du tatsächlich sehr menschliche Dinge von ihnen zurückhörst, dann merkst du, oh nein, das ist eine andere Person mit Gefühlen, genau wie ich und vielleicht anderen Überzeugungen als ich. Und weißt du was? Ich denke, das kommt nur von jemandem, der ein bisschen außerhalb seines eigenen Heimatlandes reisen kann. Man könnte innerhalb der USA reisen und unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Gegenden und Regionen treffen. Doch wenn man die Welt bereist und andere Länder besucht, erkennt man einfach, dass sie alle dasselbe wollen. Glück und Sicherheit für ihre Kinder, ein friedliches Leben. Das verbindet uns alle auf eine tiefe und universelle Weise. Das stimmt.
Und ich denke, dass diese Mauern immer mehr wieder fallen. Das Internet hat uns auf eine Weise geöffnet, die ein Modell war. Ich habe das immer gesagt und ich bin sicher, ich bin nicht der Erste, der das sagt, dass das Internet eine Art rudimentäres, irgendwie barbarisches Beispiel dessen ist, was die Alten die Akasha-Chronik nannten, wo alle Informationen miteinander verbunden sind und alles wissen. Im Moment kommen wir dem nahe, einfach sagen zu können, hey Siri, was ist Quantenphysik? Kannst du es mir wie einem Dreijährigen erklären? Oder ChatGPT, kannst du es mir erklären? Wir nähern uns diesem Punkt. Lass mich dir aber diese Frage stellen. Was ist Ihr Verständnis der Akasha-Chronik, des Akasha-Feldes? Ich hatte Dr. Erwin Laszlo, einen Nobelpreiskandidaten, zu Gast, der mehrere Bücher über die Akasha-Chronik, das Akasha-Feld geschrieben hat und wie es uns alle verbindet. Haben Sie dazu irgendwelche Punkte? Richtig. Als Wissenschaftler möchte ich so viele mathematische Modelle wie möglich über das eine verbindende Bewusstsein haben. Ich habe ein Papier namens Fusions of Consciousness, das im Januar herauskam. Es ist kostenlos. Also wenn Sie einfach Fusions of Consciousness googeln, können Sie das Papier kostenlos herunterladen und unser mathematisches Modell ansehen. Aber das führt uns zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Selbst präzise Mathematik und alles, was wir beweisen können, sind nur ein erster Schritt. Es ist trivial, was ich und mein Team getan haben, im Vergleich zu all denjenigen von uns, die mathematische Bewusstseinsmodelle erstellen, oder? Und im Grunde können wir niemals eine Theorie von allem in der Wissenschaft erhalten. Die Wissenschaft bietet die besten Hinweise, die die Menschheit je hervorgebracht hat. Doch es ist klar, dass eine wissenschaftliche Theorie sagt, gewähre mir diese Annahmen. Mit diesen Annahmen kann ich all diese wunderbaren Dinge erklären. Ohne diese Annahmen kann ich nichts erklären. Und beachte, die Theorie erklärt ihre Annahmen nicht. Es nimmt die Annahmen an. Es erklärt sie nicht. Es nimmt sie an. Also erklärt es nicht alles, was wir sagen. Aber natürlich kann ich eine tiefere Theorie bekommen, die diese Annahmen erklärt. Ja, das kannst du. Und diese tiefere Theorie hat ihre eigenen Annahmen, die sie nicht erklärt. Es gibt also keine Theorie von allem. Und es kann auch nie eine geben. Tatsächlich wird die Wissenschaft im technischen Sinne nur die Wahrscheinlichkeit Null der Wahrheit kennen. Dennoch ist es sehr wichtig, was wir tun. Wir sollten weitermachen, auch wenn es nur ein Maß Null ist. Es ist klar, dass wir Einsichten gewinnen und einige Theorien sind besser als andere. Einsteins Theorie übertrifft Newtons, der fast alles übertrifft, was wir uns vorstellen könnten. Ja, das ist fair. Es ist klar, dass es keine wissenschaftliche Theorie von allem gibt. Nicht alle Theorien sind gleichwertig. Einige sind besser als andere. Wir sollten uns darauf konzentrieren, gute wissenschaftliche Theorien zu entwickeln und demütig anzuerkennen, dass sie im Vergleich zur Realität, dem tiefen akashischen Feld oder einem universellen Bewusstsein trivial sind, wenn du dieses tiefe Bewusstsein kennenlernen möchtest. Intellektuell, ja. Unsere mathematischen Modelle könnten das Beste sein, was du im Moment entwickeln kannst, wenn du tiefer verstehen willst. Dann ist mein Hinweis dieser: Du bist dieses Bewusstsein und ich auch. Der Weg, es zu erkennen, ist, alle Vorstellungen davon, wer ich bin, loszulassen. In Stille und Dunkelheit sitzend, alle Gedanken loslassen und sich fragen, wer bin ich? Dann alle Gedanken loslassen. Keine Antworten, einfach nur sitzen. Das ist deine Antwort. Du. Es ist ein nicht konzeptionelles Wissen. Du kennst es direkt wie den Geschmack von Minze, indem du Minze schmeckst. Du kennst die tiefe, tiefgründige Wahrheit der Realität. Einfach indem du in Stille sitzt und sie sozusagen schmeckst, indem du sie bist. Und deshalb haben diese Meister, die auf der Erde wandeln, fast immer, besonders aus dem Osten, über Meditation gesprochen. Gebet ist in vielerlei Hinsicht ein weiteres Beispiel für Meditation. Einfach still sein, ruhig sein in sich selbst ist etwas, das ich immer wieder gesehen habe, auch in meinen eigenen Studien und Erfahrungen. Und das liegt daran, dass du die Wahrheit bist. Du bist die Wahrheit, die jede Aussage von Wahrheit, jede Beschreibung übersteigt. Deshalb ist das so.
Und das ist auch das Problem, das wir haben, dass wir nicht erkennen, dass alle anderen dieselbe Wahrheit sind wie ich. Ich habe meine Worte, du hast deine Worte und sie sind unterschiedlich. Und so streiten wir über die Worte, aber wenn du die Worte loslässt und erkennst, dass ich der Realität gegenüberstehe, die ich bin, und du die eine Realität bist. Aber Don, wir brauchen einen Mittelsmann zum ultimativen Bewusstsein, oder? Brauchen Jesus oder einen Priester oder beides? Zwischen uns. Währenddessen, in der Bibel hoben die Pharisäer Steine auf, um Jesus zu steinigen. Jesus fragte, warum wollt ihr mich mit Steinen töten? Sie antworteten, weil du behauptest, der Sohn Gottes zu sein. Jesus zitierte die Psalmen, wo steht, ich habe gesagt, ihr seid Götter und ihr alle seid Söhne des Höchsten. Er erklärte, dass diejenigen, zu denen das Wort Gottes kam, als Götter bezeichnet werden. Warum wollt ihr mich steinigen, nur weil ich sage, dass ich der Sohn Gottes bin? Jesus sagt zu jedem von ihnen, ihr seid Götter. Das ist seine Botschaft. Ihr seid Götter. Deutlicher hätte er nicht sein können. Er zitierte aus den Psalmen. Aber natürlich verstehst du das nicht. Mein Vater war viele Jahre lang evangelischer christlicher Pfarrer. Übrigens, er war Protestant. Also glaubten wir alle, dass Katholiken es nicht in den Himmel schaffen würden, oder? Ich meine, offensichtlich, all die verschiedenen Sekten des Christentums sind lächerlich. Und genau diese Lächerlichkeit zeigt sich, wenn man Jesu Worte betrachtet. Er sagt im Grunde, dass wir alle Kinder Gottes sind. Was bedeutet es also, ein Kind zu sein? Ein Kind eines Menschen ist menschlich. Ein Kind Gottes ist es auch. Wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes, dann sagen wir, dass wir alle Gott sind. Was wir sind, ist Gott, der sich selbst durch einen Avatar betrachtet. Da ist mein Avatar, dein Avatar, Jesus Avatar, Buddhas, alles nur Avatare. Eine unendliche Intelligenz betrachtet sich durch verschiedene Avatare. Dein Baby, dein Kind, deine Frau, dein Mann sind die unendliche Intelligenz, die sich selbst betrachtet, durch einen Avatar. Mit der Diskussion über die Simulationstheorie kommt manchmal auch die Spieltheorie ins Spiel. Einige Spieltheoretiker in meiner Sendung sprachen über die Simulationstheorie aus der Sicht eines Gamers und ich verwende immer das Beispiel von Link und Zelda aus der Vergangenheit. Als ich in den späten 80ern und frühen 90ern spielte, war es so, du bist Link, dein Avatar, der das Spiel kontinuierlich durchläuft. Wenn du um die Ecke gehst, wirst du getötet, ein Ork taucht auf. Doch beim nächsten Mal, wenn du vorbeikommst, bist du darauf vorbereitet, dass ein Ork auftauchen wird. Nun, das ist einfach die Evolution der Seele. Das ist die Evolution des Lebens. Man lernt auf dem Weg. Selbst Videospiele zeigen die Wiedergeburt immer wieder, da es mehrere gibt. Leben, um zurückzukehren und es erneut zu versuchen. Die Sache immer und immer wieder. Aber die Frage ist doch, ob das der Spieler ist, derjenige mit dem Controller, der das Spiel spielt. Denn genau wie wir, wenn wir ein Videospiel spielen, ist es fast irrelevant, was im Spiel passiert. Unser Avatar kann 1000 Mal von einem Boss auf einer Ebene zerrissen werden und wir sagen nur, oh, lass es uns nochmal versuchen. Lass es uns nochmal versuchen. Oh, lass es uns herausfinden. Oh, lass es uns nochmal versuchen. Aber für diesen armen Avatar tut es wirklich weh. Es ist ein qualvolles Ereignis, aber für den Spieler. Also würde ich sagen, dann schaut man darauf, wie nun, was wir auf dieser Erde durchmachen, in dieser Erfahrung. Es gibt eine Übersoul, einen Spieler. Die Seele selbst, das höhere Selbst, wie auch immer man es nennen möchte, spielt das Spiel nicht, sondern beobachtet das Spiel. Ich würde gerne Ihre Gedanken zu dieser Art von Spieltheorie hören. Ja, ich denke, dass es das gibt. Eine Intelligenz, ein Bewusstsein. Das ist, was du bist. Und das ist, worauf du tatsächlich zugreifst. Wenn du in die Stille gehst und alle Gedanken loslässt, erkennst du, dass das wirklich du bist. Du bist wirklich nicht nur dieser Typ, der so viel wiegt und diese Haarfarbe hat und so lebt. Und so, das sind nur deine Avatar-Beschreibungen. Warum würde der zeitlose Intelligenz
Das Tun? Was soll das? Warum all diese Kriege und Kämpfe und Religionen, bei denen sich die Menschen gegenseitig umbringen und Dogmatismus und das Ganze drumherum? Warum passiert das? Natürlich lautet die Antwort, ich weiß es nicht. Aber hier ist eine Möglichkeit, nämlich, dass es in gewissem Sinne die eine Intelligenz, das eine ultimative Bewusstsein, transzendiert jede Form. Es ist formlos. Doch wie erkennst du dich selbst? Wie erkennt es sich in gewisser Weise selbst? Nun, es erkennt sich, indem es verschiedene Perspektiven auf sich selbst einnimmt. Und das ist, was ein Avatar ist. Es ist eine Projektion seiner selbst. Es sagt, nun, lass mich aus diesem Blickwinkel betrachten und lass mich so tief in diesen Blickwinkel eintauchen, dass ich nicht einmal weiß, dass es einer ist. Ich denke, es ist die Wahrheit. Also nehme ich wirklich diese Perspektive ein. Dann lass mich aufwachen. Dann wache ich auf und erkenne, nein, ich habe 70 Jahre meines Lebens damit verbracht zu denken, ich sei nur dieser Körper. Und dann bin ich aufgewacht. Also erkannte ich, ich bin das nicht. So kompliziert wie diese Welt ist und das Universum ist Milliarden von Lichtjahren. Da ist der Mond, da ist die Sonne. Schau dir die Planeten und die Blumen an. Unglaubliche Mikrobiologie, all die Wissenschaften, all das Zeug. Und ich transzendiere das alles. Vollständig. Alles ist trivial im Vergleich zu meiner Existenz. Beim Erwachen erkennst du die Komplexität. Ich übersteige das. Also frage ich mich, heilige Rauchwolke, wer bin ich? Das ist also das, was das Bewusstsein tut. Es zieht einen Avatar an, verliert sich, identifiziert sich vollständig mit ihm. Diese Perspektive zu absorbieren, zu erkennen, dass es nur eine ist und aufzuwachen. Das ist also meine beste Vermutung, was hier passiert. Es ist ein sehr interessanter Standpunkt, denn lassen Sie mich fragen. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben. Wahrscheinlich über 100 zu diesem Zeitpunkt, auch spirituelle Meister, Yogis und so weiter. Aus allen Lebensbereichen. Dieses Konzept, über das ich Sie gleich fragen werde, ist ein Konzept, das mir in der Sendung vorgestellt wurde und es hat mich fasziniert und ich habe alle möglichen meiner Gäste gefragt, von Nahtoderfahrenden bis zu Channelern, zu den meisten, zu den spirituellen Meistern, die ich in der Sendung hatte, ist, dass wir vom Konzept der Reinkarnation gehört haben, dass wir vergangene Leben haben, wir haben zukünftige Leben, wir haben dieses aktuelle Leben und dass wir sterben und wir entwickeln uns weiter und kommen immer wieder zurück und das Konzept von Karma und all diesen Dingen. Aber das Konzept, das mir vorgestellt wurde und das ich so faszinierend finde, ist, dass es kein vergangenes Leben gibt. Es gibt kein zukünftiges Leben, dass alle Leben gleichzeitig passieren, weil es auf der sogenannten anderen Seite, diesem anderen Reich, aus dem wir stammen, wo dieses Bewusstsein, von dem Sie sprechen, lebt oder lebt wie in einem Haus. Aber dieses Konzept, dass alles gleichzeitig passiert und dass, wenn ich in diesem Leben etwas tue, es sozusagen zurück zu meiner Zeit als römischer Soldat ausstrahlt und es strahlt auch nach vorne zu meiner Zeit als Präsident eines kleinen Landes in 25, 50, alles zur gleichen Zeit. Wenn ich sage ausstrahlt, dann weil es innerhalb der Evolution meiner eigenen Seele ausstrahlt. Ich würde gerne Ihre Meinung zu dieser Theorie hören. Ja, wir können es tatsächlich mathematisch präzise machen, mit der Sprache, in unserem Papier, Fusionen des Bewusstseins. Und wir sprechen tatsächlich über genau diesen Punkt am Ende dieses Papiers. Und was wir hervorheben ist, dass wir ein mathematisches Modell der Dynamik des Bewusstseins außerhalb von Raum und Zeit haben. Und natürlich der übliche Hinweis, es ist natürlich nur eine Theorie. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist nur ein erster Schritt, aber es ist ein interessanter erster Schritt. In diesem Mathe-Modell. Es muss keinen Zeitpfeil geben. Der Zeitpfeil, den wir haben, ist der Pfeil der Entropie. Entropie nimmt mit der Zeit zu. Richtig. Entropie nimmt immer mit der Zeit zu. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. In unseren Dynamiken des Bewusstseins, jenseits von Raum und Zeit, können Markov-Dynamiken homogene Markov-Ketten sein. Es gibt Entropie, aber sie nimmt nicht zu. Es gibt also keinen entropischen Pfeil der Zeit, aber es ist ein Theorem.
wenn man sich diese Dynamik ansieht, die zeitlos ist, aus jedem Projekt, das man projiziert. Also, du verlierst ein wenig Information. Die projizierte Dynamik wird eine Dynamik sein, aber sie wird einen Zeitpfeil haben, als ein Artefakt der Projektion. Es ist ein Theorem. Mit anderen Worten, was du informell angesprochen hast, können wir tatsächlich als ein Theorem formulieren, das man in 3 oder 4 Zeilen beweisen kann und zeigt, dass der Zeitpfeil, den wir jetzt erleben, überhaupt kein Einblick in die Natur der Realität jenseits unseres Avatars ist. Es ist vollständig ein Artefakt von der Projektion, kein Einblick in die Wahrheit dahinter, aus evolutionärer Sicht genau. Hier, Evolution, Organismen, die um begrenzte Ressourcen konkurrieren, versuchen sich zu paaren und so weiter. Das sind begrenzte Ressourcen. Was ist die grundlegendste begrenzte Ressource? Zeit. Wenn ich nicht rechtzeitig Nahrung bekomme, sterbe ich. Wenn ich mich nicht rechtzeitig paare, reproduziere ich mich nicht. Wenn ich nicht rechtzeitig atme oder mein Herz schlägt, bin ich tot. Zeit ist also eine grundlegend begrenzte Ressource. Die Evolution durch natürliche Selektion ist eine wunderschöne Theorie. Ich habe wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und an der evolutionären Spieltheorie gearbeitet. Es ist erstaunlich. In unserem Raumzeit-Headset gibt es keine bessere Theorie über biologische Systeme und Evolution als die Evolution durch natürliche Selektion. Doch Raumzeit ist nur ein Headset. Es ist nur eine virtuelle Realität. Es ist nicht die Wahrheit. Das betrifft auch die Evolutionstheorie. Sie ist die beste Theorie im Headset, unübertroffen. Aber die Evolution durch natürliche Selektion ist ein externes Artefakt, kein tiefes Verständnis der Realität. Es gibt also diese zeitlose, unendliche Intelligenz, das Bewusstsein, das sich selbst aus einer Projektion betrachtet. Und, wenn es sich selbst aus der Projektion sieht, sieht es aus wie Evolution durch natürliche Selektion. Es sieht aus wie all dieser Wettbewerb um Ressourcen, wie ein Zeitpfeil. Und all das ist nicht wahr in der tieferen Realität. All das ist mathematisch. Ein Artefakt der Projektion. Wenn ich noch einmal Paramahansa Yogananda zitieren darf, er sagte so eloquent, da du von Projektion sprachst, er ist so. Wir sind alle so auf die Leinwand fokussiert. Und all die Gewalt und die Action und die Liebe und das Drama davon, genau wie du gerade gesagt hast. Er sagt, aber der Punkt ist nicht, sich auf die Leinwand zu konzentrieren. Es geht darum, hinter dich zu schauen und dich darauf zu konzentrieren, woher das Licht kommt. Der Projektor. Das stimmt. Eloquent in seinen yogischen Wegen, eine so eloquente Erklärung für vieles von dem, was du gerade gesagt hast. Zustimmung? Ich denke, dass das eine großartige Metapher ist, um die Idee zu vermitteln, dass du nicht das Video auf dem Bildschirm bist. Du bist der Bildschirm und das Licht, das jedes Video zeigen kann. Mein Laptop zeigt gerade ein Video, aber er könnte unzählige verschiedene Bilder anzeigen. Nicht nur das eine, das ich zeige. Und das bist du. Du bist das unendliche Potenzial, das alles sehen könnte. Ich hörte eine Erklärung dieser Idee, dass alles gleichzeitig passiert, die so schön war, und es war das Fernsehen. Ich glaube, es war er oder sie. Sie sagte zu mir, nun, wenn du gerade auf einen Fernsehbildschirm schaust, schaltest du deinen Fernseher ein und schaust das Fußballspiel. Nun, selbst wenn du nur im Bereich des Fußballspiels bleibst, weißt du, dass am Sonntag 26 andere Spiele gleichzeitig gespielt werden, aber du kannst sie nicht sehen. Aber sie passieren. Aber es gibt auch Episoden von Seinfeld-Wiederholungen. Es gibt auch Episoden von Friends und All in the Family sowie die Sopranos und andere Shows und Filme, die gleichzeitig laufen. Dein Fokus liegt auf diesem Spiel, aber du musst verstehen, dass all diese anderen Dinge genau in diesem Moment passieren, indem du das hier ansiehst. Also dachte ich, oh, das ergibt viel Sinn. Würdest du zustimmen? Das stimmt. Es macht Sinn. Wenn wir mit unserem kleinen Headset festsitzen, das einen Zeitpfeil hat, wenn wir das überwinden, dann existieren sie einfach alle, oder? Genau. Der Begriff der Zeit und Gleichzeitigkeit verschwindet dann, was wirklich ziemlich interessant ist. Also, du hast über Reinkarnation gesprochen. Ich bin in diesen Körper inkarniert. Bewusstsein inkarniert auch in religiöse Doktrinen. Wenn ich bereit bin, für meinen Protestantismus oder deinen Katholizismus zu töten,
habe ich mich mit dieser Doktrin identifiziert. Und jedes Mal, wenn ich mich in etwas anderes einbringe, irgendwie damit identifiziere, bin ich in das wiedergeboren. Wir inkarnieren uns ständig in Dinge, ohne zu realisieren, dass wir das Bewusstsein sind, das alles übersteigt, was wir sehen, alles, was wir glauben, dass wir wiedergeboren werden. Weißt du, was wirklich interessant ist, als du das gesagt hast, ist mir etwas eingefallen. Durch die bekannte Geschichte, von der wir Aufzeichnungen haben, ist, dass es diese dogmatischen Ideologien, die es in der Menschheit schon immer gab, wo ich dich in einem Moment getötet hätte, wenn du nicht an Ra geglaubt hättest. Ich hätte dich getötet, wenn du nicht an Zeus geglaubt hättest. Ich hätte dich getötet, wenn du nicht geglaubt hättest. Und aber diese verschwinden irgendwie und wir entwickeln uns zu etwas anderem. Sogar das Dogma, sogar die Ideologien entwickeln sich weiter. Also wie Ra, nicht, dass ich ein Experte für Ra bin, den Sonnengott. Ich habe die anderen ägyptischen Götter vergessen. Vor Ra gab es die anderen ägyptischen Götter, Horus und so weiter. Ich bin kein Experte in irgendeinem von ihnen, aber es scheint, dass diese neueren im Sinne der letzten 2000 Jahre mehr mit Spiritualität verbunden sind, dass es eine tatsächliche Person gab, die diese Ideen predigte, sei es, du weißt schon, sogar Yogananda und so weiter, die diese Ideen erschaffen haben. Es scheint, dass selbst diese Dinge sich weiterentwickeln und die Menschheit beginnt loszulassen von den Dingen, die ihnen nicht mehr dienen. Vielleicht ist einer der Gründe, warum wir jetzt durch diesen Aufstand von Krieg und von Hass gehen, und es geht schon seit den letzten 1015 Jahren so. Es geht schon lange so. Aber es scheint wirklich, dass es in den letzten 10 Jahren mehr hochgekocht ist als damals, als ich aufwuchs. Es war einfach anders, als ich aufwuchs. Und es ist vielleicht die letzte, hoffentlich die letzte Erkenntnis der Menschheit, zu sagen, das dient uns nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr tun. Wir müssen uns weiterentwickeln, darüber hinaus. Stimmst du zu? Ja, das würde ich sagen. Es gibt ein paar Aspekte. Ich stimme zu, dass unser Zweck ist, aufzuwachen. Aufzuwachen bedeutet, zu erkennen, dass die Menschen, die ich hasse, in Wirklichkeit. Im Christentum sagte Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn dein Nächster bist du selbst. Wahre Liebe bedeutet, diese Tatsache zu erkennen. Man liebt nicht wirklich, bis man versteht, dass die Person vor einem man selbst ist. Nicht wie du, sondern du in einem anderen Avatar. Wenn du wirklich verstehst, dass das du bist, dein Nachbar ist du selbst. Das ist die Grundlage echter Liebe. Ob es jetzt schlimmer zu werden scheint, Steven Pinker von Harvard hat Daten, die darauf hindeuten. Es gibt Hindernisse auf dem Weg, aber die Menschheit, Mordrate, ist rückläufig. Pro Kopf war sie in der Urzeit viel höher als heute. Er hat klare Daten. Wir erleben gerade einen schlimmen Rückschlag. Aber es gab einen Rückgang. Ich denke, dass meiner eigenen Erfahrung nach viele Menschen aufwachen. Aber es ist immer noch ein winziger Bruchteil. Aber meine Hoffnung ist, dass im Moment ist das wissenschaftliche Paradigma immer noch ein physikalistisches. Und im allgemeinen Bewusstsein und im Bewusstsein der meisten Wissenschaftler dominiert das raumzeit-physikalistische Rahmenwerk der Realität. Spirituelle Traditionen sagen jedoch, dass das nicht stimmt. Physikalismus ist falsch. Aber sie hatten nicht die Beweise, richtig? Welche Technologie können sie entwickeln? Wissenschaftler haben uns Laptops und Technologie gegeben, um die spirituelle Form zu erkennen. Aber in physischer Form, in der physischen Form. Aber das ist es, was die Leute wirklich überzeugen wird, oder? Die Wissenschaftler können uns all diese Technologie geben, richtig? Natürlich. Nun, Wissenschaftler erkennen, dass die Raumzeit dem Untergang geweiht ist und beginnen tatsächlich mathematische Modelle einer Realität jenseits der Raumzeit zu entwickeln,
die nach Bewusstsein zu riechen beginnt. Ich denke, das wird wirklich der Meilenstein sein, damit viel mehr Menschen aufwachen. Und wenn Wissenschaftler dann tatsächlich damit anfangen, mit mathematischer Präzision, denke ich, wird der Aufwachprozess erfolgen. Dadurch erhalten spirituelle Traditionen mehr Werkzeuge. Plötzlich werden sie klarere Hinweise haben. Einige der Hinweise, die spirituelle Traditionen bieten, sind meiner Meinung nach falsch, aber wir werden sie aufdecken können. Wir werden in der Lage sein, sie zu identifizieren und zu sagen, das ist nur ein schlechter Hinweis. Hier ist ein guter Hinweis, den wir weiterentwickeln können. Ich sehe ein Hin und Her zwischen Wissenschaft und Spiritualität, das nicht im nächsten Jahrzehnt, vielleicht nicht in meiner Lebenszeit, aber ich sehe es kommen, wo Wissenschaftler erkennen, dass die Raumzeit zum Scheitern verurteilt ist. Es gibt ein Reich jenseits der Raumzeit. Und während wir das studieren, beginnen wir zu realisieren, oh, wir entdecken eigentlich uns selbst und wir sind hier nur Avatare in der Raumzeit. Nun, ich würde Ihnen jedoch widersprechen, dass der spirituelle Raum, die spirituellen Traditionen, insbesondere die östlichen Traditionen, die viel, viel älter sind als die westlichen, ihre Technologie, die sie uns gegeben haben, mehr innere Technologien waren. Die Meditation, Yoga, Tao Te Ching, diese Ideen, diese Philosophien sind innere Technologien, während die Wissenschaft uns erstaunliche äußere Technologien gegeben hat. Aber sie können nicht getrennt existieren. Man kann das eine nicht ohne das andere tun. In vielerlei Hinsicht. Also wollte ich das klarstellen und wissen, ob Sie mir zustimmen oder nicht. Absolut. Ja. Meditation ist besonders wichtig. Technologie. Also habe ich die Technologie genutzt, um die Leute zu überzeugen. Richtig, sicher. Ich habe mein iPad wegen der Wissenschaftler, sie sind Physikalisten. Vielleicht ist der Physikalismus besser als dieses religiöse Zeug, das ist so die Idee, darauf wird hingewiesen. Aber ich stimme zu, dass Meditation eine wichtige Technologie ist. Wenn die Wissenschaftler, die dir iPads und iPhones geben, auch sagen, unsere Wissenschaft scheint zu sagen, dass Raumzeit nicht fundamental ist und vielleicht das Bewusstsein, dann werden die Leute sagen, naja, verdammt, die Wissenschaftler sagen das, also vielleicht sollte ich das mal überprüfen. Vielleicht sollte ich Meditation ausprobieren. Ja, ich verstehe deinen Punkt, weil ich ihn vollkommen verstehe. Es wird zwei verschiedene Arten von Wegrufen geben. Die physisch veranlagte Person wird auf Hinweise warten, während die spirituell veranlagten Menschen durch spirituellere Hinweise aufwachen. Aber du hast recht. Es ist eine Pille für beide. Es wird. Es gibt mehrere Bereiche. Und übrigens nicht einmal zwei. Ein Film wie die Matrix. Dieser Film hat aufgeweckt. Er brachte die Simulationstheorie mit Kung Fu, aber brachte die Simulationstheorie in den Zeitgeist. Und jetzt bringt Marvel das Multiversum und parallele Realitäten zu Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt. Diese Ideen waren schon in der allgemeinen Kultur vorhanden, aber nicht so präsent wie jetzt. Die Leute führen tiefgehende Gespräche über das Multiversum, parallele Realitäten und den Mandela-Effekt aufgrund dieser Popkultur oder Geschichten. Wenn es H.G. Wells nicht gegeben hätte, weiß ich nicht, ob wir richtig. Er hat viele Wissenschaftler inspiriert, in die Wissenschaft zu gehen. Davor H.G. Wells solche Diskussionen nicht wirklich stattfanden. Im Allgemeinen hat er das Interesse an solchen Themen bei den Menschen geweckt. Würdest du zustimmen? Nun, ich denke, dass viele Menschen, junge Menschen, durch diese fantasievollen Romane oder Filme, die sie gesehen haben, angeregt wurden. Als die ersten Astronauten auf dem Mond landeten, war ich 13 Jahre alt. Apollo, Elephant landete auf dem Mond und inspirierte mich vollständig, Wissenschaftler zu werden und so weiter. Also Romane, Filme, echte Leistungen mutiger Menschen, die zum Mond fliegen und ihr Leben riskieren. Ja, sie inspirieren eine Generation und sagen, das will ich auch tun. Oder, wie Präsident Kennedy sagte, bis Ende dieses Jahrzehnts wollen wir einen Mann zum Mond schicken und sicher zurückbringen. Absolut. Ein Weckruf für eine Generation, die dich dazu bringt, hart mit der Technologie der 1960er Jahre zu arbeiten. Mann, diese Jungs waren mutig. Ich war im Kennedy Space Center und im Houston Space Center. Beim Anblick des Zeugs denkt man sich, seid ihr verrückt?
diese Typen hatten. Sie arbeiteten mit Bleistiften, machten Berechnungen auf Papier und sagten, Moment mal, ich muss diese Algebra-Gleichung lösen. Ja, ich denke, wir schaffen es. Zurück, wenn wir das machen. Das ist wirklich verrückt Sie waren unglaublich mutig. Oder dumm. oder dumm, eins davon. Nun, einige von ihnen sind gestorben. Ja, genau. Nein, viele sind gestorben, doch die Grenze zwischen Wahnsinn und Genie ist sehr nah. Das stimmt. Aber jemand musste mutig sein. Gott segne John Glenn, den ersten Erdorbit zu machen. Genau. Lass uns über den armen Hund sprechen, der geschickt wurde. Oder den Affen. Es ist faszinierend. Nun, lassen Sie mich Ihnen diese Frage stellen. Viele der besprochenen Themen wurden zum Beispiel in den vedischen Texten oder alten Schriften vor Tausenden und Abertausenden von Jahren diskutiert. Diese Theorien, diese Ideen. Woher hast du? Woher denkst du, haben sie diese Infos? Weil wir es gerade erst herausgefunden haben, vor kurzem im Westen in Anführungszeichen, aber diese östlichen vedischen Texte oder älteren Texte, die 6000 Jahre alt sind, sprechen über die Simulationstheorie, die Idee von Maya, die Idee der großen Illusion, dem Traum. Sogar. Nun, etwas später, wie Platon. Das Höhlengleichnis, diese Ideen noch älter, die den Westen mit einigen östlichen Traditionen vorwegnehmen. Woher kam diese Information? Weil sie nicht die materialistische Grundlage hatten, die der Westen jetzt hat? Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Das ist eine gute Frage. Ich denke, Sie hatten nicht die Technologie. Jetzt kann ich über ein Virtual Reality Headset sprechen. Und die Leute werden sagen, oh, ja, eins davon. Und man versteht es irgendwie. Platon musste die Höhle benutzen und sagen, nun, ich habe ein Feuer und ich habe Objekte. Du siehst die Schatten dieser Objekte an der Höhlenwand. Die Leute sagen, okay, ja, ich sehe den Schatten, ist nicht das echte Objekt. Es ist nur ein Schatten des Objekts. Vielleicht nehme ich nur Schatten, der Realität wahr. Und ich denke das, viele Menschen, wenn. Sie setzen sich hin und manchmal hat man Illusionen, oder? Visuelle Illusionen. Wenn man zum Beispiel einen Stock ins Wasser steckt und den Teil über und den Teil im Wasser betrachtet, sieht es so aus, als wäre der Stock gebrochen. Weil er sich biegt, oder? Man denkt, das stimmt nicht. Der Stock ist nicht gebrochen. Und doch sehe ich es tun. Ich denke, viele Leute haben solche Dinge schon gesehen. Oder wenn du in Holland bist und eine Windmühle sich aus der Ferne dreht, manchmal, wenn du hinschaust, hört sie plötzlich auf und dreht sich in die andere Richtung, wenn du weit genug weg bist. Und du denkst, wow, wie ist das passiert? Dann merkst du, nein, das ist nur eine Illusion. Es braucht keine besonders sensible Person, um zu erkennen, dass man sich irren kann. Beim Stock im Wasser, bei der Windmühle und auch bei anderen Dingen. Du nimmst einen Bleistift oder einen Stock und er wird ganz biegsam. Wenn du anfängst, wird es biegsam. Stimmt's? Und dann fängst du an, Dinge zu tun, wie Bilder zu zeichnen. Zum Beispiel einen Würfel auf ein Blatt Papier. Und es sieht aus, als wäre es 3D, aber du weißt, dass es nur ein Bild auf einem Blatt Papier ist. Also denkst du, okay, Moment mal. Ich erfinde einige dieser Sachen. Vielleicht erfinde ich alles. Also, ich glaube nicht. Es erfordert nicht viel Genialität, einfach zu sagen, wow, da lag ich falsch. Da lag ich falsch. Vielleicht liege ich überall falsch. Also, eine Vermutung über die Maya. Stell dir vor, wir sprechen in einer sicheren Welt über etwas, das öffentlich diskutiert werden kann. Kannst du dir vorstellen, ein Yogi zu sein, wenn du darüber nachdenkst? Vor 8000 Jahren sagten sie, das Ganze sei nicht real. Woher kam das? Meine Interpretation ist, dass sie auf einem tieferen spirituellen Niveau waren, als wir es verstehen. Und sie erkannten die Wahrheit, indem sie nach innen gingen. Nur Meditierende verstehen das. Nun, da stimme ich zu. Ich denke, dass das auch. Zusätzlich zu dem. Ich sprach nur von einem Durchschnittstypen, aber diese Yogis, die wirklich sehr tief gehen, da denke ich, dass sie die Eins sind,
genauso wie du und ich die Eins sind. Sie sind die unendliche Intelligenz. Also hatten sie nicht die Technologie, die wir haben, aber sie hatten etwas noch Besseres. Sie haben die unendliche Intelligenz, die du und ich sind. Und das ist auch mein 4-jähriges Baby oder was auch immer es sein mag. Es ist auch unendliche Intelligenz. Es ist einfach noch nicht richtig ausgedrückt. Ja, ich stimme dir zu. Nun, wenn wir in einer Simulation sind, Don, und das alles, ein riesiges Videospiel, das wir alle spielen, brechen wir irgendwann aus? Jetzt entkommen wir irgendwann? Hören wir auf, dieses Spiel zu spielen? Ja, es gibt unendlich viele Spiele. Also ja, wir kommen daraus, aber der eine ist so, es gibt buchstäblich unendlich viele Perspektiven. Unendlich. In gewisser Weise. Wenn ein Bewusstsein danach strebt, sich selbst zu verstehen, eine Art Selbsterkenntnis, wer bin ich? Ich denke das. Zum Beispiel besagt ein Theorem, dass kein System sich vollständig verstehen kann. Wenn ich ein Computersystem habe und es sich selbst verstehen lassen möchte, könnte ich es dazu bringen, ein Softwaremodell von sich und seinen Interaktionen zu erstellen. Doch wenn sich das System ändert, weil es eine neue Software hat, muss ich dieses Update ebenfalls modellieren. Aber sobald ich das tue, habe ich die Tatsache, dass ich dieses neue Software-Update habe. Anders gesagt, man kann nie aufholen und nie ein vollständiges Modell von sich selbst erhalten. Und so vielleicht das eine unendliche Bewusstsein nimmt für immer, Zitat und Zitat, verschiedene Sichtweisen ein. Denn im Prinzip gibt es kein Ende der Erforschung seiner selbst. Es kann sich niemals vollständig kennen. Und so, wenn wir dieses Headset ablegen, gibt es unendlich viele weitere, aus denen wir aussteigen können. Eine Frage, die sich dann stellt, ist, ob es erlaubt ist, sich vollständig in das neue Headset zu reinkarnieren, sich zu verlieren und manchmal schmerzhaft aufzuwachen. Tretend und schreiend sozusagen zu seiner unendlichen Natur und zu erkennen, nein, ich bin nicht diese Projektion. Ich bin nicht dieser Avatar in dieser winzigen kleinen Projektion. Meine Vermutung ist, ja. Es ist interessant, denn selbst mit dem, was du gerade gesagt hast, die spirituelle Erklärung dafür aus meiner Sicht und meiner Erfahrung ist, dass wenn man ein aufgestiegener Meister wird, wie ein Yogananda, ein Jesus, ein Buddha, man entweder wählt, zurückzukommen oder man wählt, anderen auf andere Weise beim Erwachen zu helfen. Aber es gibt aufgestiegene Meister, die gehen und sagen, ich bin jetzt gut. Ich muss nicht mehr zur Erde zurückkehren. Ich habe die Lektionen gelernt. Ja, ich könnte 1000 andere Dinge sein, aber ich habe alle Lektionen gelernt, die ich hier lernen musste. Jetzt möchte ich zum nächsten Videospiel übergehen. Ich möchte zum nächsten PlayStation-Spiel wechseln. Ich war bei der Xbox, aber jetzt will ich PlayStation. Du entwickelst dich auf ein höheres Niveau, da es schwingungsmäßig keinen Sinn mehr macht, hier unten zu sein. Wenn du die Geschichten der Yogis gehört hast, selbst in den 1900er Jahren, als die Leute vor den Maharishi traten, die Energie, die sie spürten, war berauschend. Manche konnten nicht zu nah heran, weil es einfach zu viel war und mussten zurückgehen. Er strahlte etwa 30 oder 50 Fuß weit aus. Es ist faszinierend und ich möchte Ihnen eine letzte Frage stellen, weil ich noch eine Stunde oder 2 mit Ihnen sprechen könnte, Don, mit dieser Frage. Aber lassen Sie mich Ihnen eine weitere Frage in Bezug auf das Konzept der Frequenz stellen. In den spirituellen Traditionen wird oft erwähnt, dass man der Quelle umso näher ist, je höher die Frequenz ist. Hass, Wut und Vorurteile gelten als sehr niedrige Frequenzen, die langsam schwingen. Im Gegensatz dazu werden Liebe, Dienst und Freundlichkeit als höhere Frequenzen in der Natur betrachtet. Es wurde nachgewiesen, dass wir alle auf verschiedenen Frequenzen schwingen, der gesamte Planet zu jeder Zeit. Insbesondere, wie ich gerade mit dem Maharishi erwähnte, befanden sie sich auf einer so hohen Frequenz, dass sie nicht einmal anziehen konnten. Einen Straßenräuber. Man sieht keine überfallenen Yogis oder hört davon. Es gibt keine Berichte über yogische Kreuzzüge, bei denen Menschen getötet wurden, im Namen der Quelle.
Was ist deine Perspektive auf Frequenz, spirituelle und mathematische, physikalische Frequenzen? Glaubst du, dass sie verbunden sein könnten? Ja, und es hängt auch mit dem zusammen, was du über einige yogische Meister gesagt hast, die meinen, naja, ich muss nicht auf dieser Ebene bleiben, ich gehe auf eine höhere Ebene, muss nicht hierher zurückkommen. Also ich denke, dass Raumzeit ein ziemlich billiges Headset ist. Es sind nur 4 Dimensionen, oder? 2, 3 Dimensionen Raum, eine Dimension Zeit. Warum nicht 50 Dimensionen? Warum nicht 5 Milliarden? Warum nicht 1 Billion Dimensionen? Warum nicht 30.000 verschiedene Farbdimensionen anstatt nur 3 Farbdimensionen und so weiter? Im Farbtonraum gibt es Sättigung und Helligkeit und all das. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Farbdimensionen. Warum nicht 1 Billion andere Farbdimensionen haben, die wir, wissen Sie warum nicht? Ich denke, dass wir eines der günstigeren Headsets haben, um sich selbst anzusehen. Es zerfällt bei 10 hoch minus 33 Zentimeter. Wir befinden uns in einem der niederfrequenten Modelle, richtig? In der Mathematik, an der wir arbeiten, geht es um markovianische Dynamik bewusster Agenten. In diesem Papier und in meinem Buch diskutieren wir Bewusstseinsfusionen und den Fall gegen die Realität, speziell im allerletzten Kapitel meines Buches. Es handelt sich um eine markovianische Dynamik, die sich auf Frequenzen konzentriert. Aber dies ist eine präzise mathematische Theorie über die Herkunft dieser Frequenzen. Je mehr integrierte Systeme vorhanden sind, desto höher werden die Frequenzen. Also erhält man diese immer größeren Kommunikationsklassen, die Markov-Kommunikationsklasse wird immer kohärenter. Und infolgedessen, was wir den Impuls nennen, wird größer und daher wird die räumliche Frequenz kleiner, sodass die Frequenzen feiner werden. Man erhält immer höhere Frequenzen in dieser Sache. Also ja, wir haben tatsächlich ein mathematisches Modell, das ich nicht versucht habe, auf diese Art von yogischer Idee, von höheren Frequenzen und so weiter anzuwenden. Es kam einfach aus unserer Mathematik heraus. Je kohärenter und größer die Interaktionen bewusster Agenten werden, desto höher werden die Frequenzen, die damit korrespondieren. Also ja, wirklich, es ergibt sich direkt aus der Theorie. Aber nochmal, ich stelle unsere Theorie nicht als die Wahrheit dar. Es ist ein erster kleiner Schritt außerhalb der Raumzeit hin zu einem Verständnis von Bewusstsein. Nur der erste kleine Schritt. Und darum geht es in dieser Show. Es geht einfach darum, alles so gut wie möglich zu verstehen und verschiedene Wege zu gehen, um zu sprechen. Deshalb spreche ich mit so vielen verschiedenen Arten von Menschen aus so vielen verschiedenen Lebensbereichen, weil du mir in diesem Gespräch die Augen für viele verschiedene Dinge geöffnet hast, an die ich vorher nicht gedacht hatte. Und hoffentlich habe ich dir auch ein paar Dinge gegeben, über die du anders nachgedacht hast. Denn es gibt nicht viele Quantenphysiker, die mit Nahtoderfahrungsberichten sprechen. Aber es hat einen gewissen Wert und umgekehrt. Also hoffe ich, dass wir alle die Lücke überbrücken können. Jetzt werde ich Ihnen einige Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Was bedeutet für Sie ein erfülltes Leben? Ich würde sagen, jetzt das Lernen, Gedanken loslassen. Fähig zu sein, in diesem Moment, ohne verloren sein, in meinen Gedanken und einfach präsent sein, dafür sind wir hier. Unser Zweck ist es, aufzuwachen. Also wachst du auf, wenn du wirklich beim Abwasch einfach da sein und nicht sich darüber ärgern, dass man abwäscht, nicht verärgert sein, dass man abwäscht, sondern nichts anderes tun, als im Moment zu sein, präsent zu sein. Das ist ein erfülltes und erfüllendes Leben. Wenn dieser Moment der einzige ist, in dem ich wirklich handeln kann. Irgendetwas wähle ich zu, nicht in Gedanken verloren zu sein, sondern wirklich meiner Emotionen bewusst zu sein, mir der Gedanken bewusst zu sein, die ablaufen, nicht mit den Gedanken identifiziert zu sein, sondern einfach sich der Gedanken bewusst zu sein, sie zu betrachten, ohne sich in sie zu verkörpern und dann so zu leben. Ich mache es nicht die ganze Zeit, sondern gelegentlich. Aber ich denke, wenn du fragst, was ein erfülltes Leben ist,
Ich denke, das ist ein erfülltes Leben. Es geht nicht darum, reich zu werden, weil alles, was du bekommst, wirst du am Ende ablegen. Alles, was du anhäufst, wirst du verlieren. Garantiert. Ruhm, Reichtum, Autos, Häuser, Follower. Du wirst alles davon verlieren und das innerhalb von ein paar Jahrzehnten, wahrscheinlich früher. Also nichts davon. Es wird dich für einen kurzen Moment glücklich machen und dann bist du schon beim nächsten. Das reicht nicht aus. Wenn du ein Milliardär bist und das nicht ausreicht, was brauchst du dann? Im Moment präsent sein, ohne Gedanken und einfach dann erkennen, wer du bist? Du bist die unendliche Intelligenz. Du bist nicht der Avatar. Ein erfülltes Leben. Wenn du in der Zeit zurückgehen könntest, welchen Rat würdest du dem kleinen Don geben? Lerne zu innere Stille finden. Es ist in Ordnung, Spaß zu haben, eine Ausbildung zu machen, einen guten Job zu bekommen, solange du dir bewusst bist, dass du alles hinter dir lassen wirst. Identifiziere dich also mit nichts davon. Lerne, in völlige innere Stille zu gehen und herauszufinden, wer du wirklich bist. Die große Frage ist, wer bin ich? Wenn du weißt, wer du wirklich bist, und es ist nicht mein Bankkonto, Auto, Haus oder Beliebtheit, dann bist du wirklich du. Nichts davon bin ich. Nichts davon bin ich. Mein Körper bin ich nicht. Also denke ich, finde die Antwort auf diese Frage, wer bin ich? Das würde ich mir selbst sagen. Wie definierst du Quelle oder Gott? Wieder nur durch ostensive Definition. Also gehen wir zurück zum Anfang unseres Gesprächs, wo ich sagen müsste, wenn ich nur Worte benutze und Definitionen gebe, wird es nicht funktionieren. Aber wenn ich dir Anweisungen gebe, wie du ein Glas Wein bekommst und sagst, du hast noch nie Wein gehabt? Hier, nimm ein Glas. Das ist Wein. Alles, was ich über die Quelle sagen kann, ist, wenn du wissen willst, was die Quelle ist, setz dich in Stille. Mach das Licht aus. Keine Ablenkungen. Lass Gedanken los. Und wenn du die Stille spürst und nichts sonst. Du hattest einen ersten kleinen Vorgeschmack auf die Quelle, aber nur den ersten kleinen Vorgeschmack. Geh jetzt tiefer hinein. Verbringe mehr Zeit dort. Mehr Zeit, wenn du Stunden investieren kannst. Dann fängst du an, ein bisschen mehr über die Quelle zu wissen. Doch du hast nur an der Oberfläche der Tiefen dessen gekratzt, wer du bist. Und was ist der ultimative Zweck? Das Leben, unser Leben hier, denke ich, ist dazu da, aufzuwachen. Wir sind hier, um uns zu verlieren. Um nicht zu wissen, wer wir sind, um zu denken, dass ich mit dir konkurrieren muss, um klüger zu sein als du. Oder reicher als du. Oder beliebter als du. Oder schneller als du. Oder was auch immer es sein mag. Und das sieht man schon bei den 3- oder 4-Jährigen, oder? Sie sind schon da. Das ist meins. Meins ist besser als deins. Also sind wir hier, um uns zu verlieren, uns mit dem Avatar zu identifizieren, aufzuwachen, von all dem wegzugehen und zu erkennen, wohin wir gehen. Das Headset abzunehmen und nichts war verloren. Wo können Interessierte mehr über dich und deine großartige Arbeit erfahren? Ich habe ein Buch namens The Case Against Reality. Der Untertitel lautet, warum die Evolution die Wahrheit vor unseren Augen verbarg. Also, es ist mehr im Rahmen des Raumzeit-Headsets, wo ich darüber spreche. Aber im letzten Kapitel sage ich dann, aber jetzt, da wir all diese Sachen über Evolution gemacht haben, ist es an der Zeit, Raum und Zeit ganz loszulassen. Das schließt ein, die Evolution loszulassen. Das Buch geht also irgendwie darauf ein. Also würde ich das sagen. Ich habe einen Twitter-Account, Donald D. Hoffman. In Ordnung. Haben Sie eine abschließende Botschaft für das Publikum, Don? Ja, ich würde nur sagen, dass es diese Spannung zwischen Wissenschaft und Spiritualität gibt und das wird nicht notwendig, dass die Wissenschaft erkennt, dass Raumzeit nicht fundamental ist und sie bringt neue Werkzeuge auf den Tisch. Die spirituellen Traditionen haben das bereits gesagt. Sie haben gesagt, dass Raumzeit nicht fundamental ist. Es gibt ein spirituelles Reich außerhalb der Raumzeit, das fundamentaler ist. Aber sie hatten nicht so gute Hinweise. Wenn Wissenschaft und Spiritualität aufeinandertreffen, kann die Wissenschaft neue Hinweise liefern und die Spiritualität kann tausende Jahre der Meditation und die Einsichten beisteuern. Und gemeinsam, denke ich, kann die Menschheit mit einer wissenschaftlichen Spiritualität voranschreiten, die uns persönlich unterstützt und Technologien hervorbringt,
die jenseits von Raum und Zeit existieren, kaum von Magie zu unterscheiden. Don, ich schätze dich und alles, was du in der Welt tust, mein Freund. Danke, dass du in der Sendung warst. Vielen Dank, ich schätze die freundliche Einladung sehr. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.